Ich dürfte gar nichts mehr sagen, oder? Ich habe es komplett verschießen schon. Inwiefern? Ich habe es ja schon geschafft gehabt, so halbert und dann. Ich finde es extrem geil, wenn wir alle, für den Rolik geht es aus, das weiß ich, weil er heute schon fertig geworden ist. Ihr seid auch schon so fast fertig mit Principal. Week 2 wie weit? Principals Part 2 bin ich. Weil es ist dann noch die 3. Woche und dann sind noch 2 Stunden Videos und so. Und dann fängt man an, einen fetten Plan an. Und ich habe auch schon mit Ryan jetzt ein bisschen geschrieben und so, da gibt es dann auch so, die haben damals für die Masterclass einen wirklich schönen Planner gehabt mit Einbahn und so weiter. Und dann wird ein ganzer fucking Monat geplant mit Zielen, mit Tagesabläufen und so weiter. Das wäre so geil, wenn wir das nächsten Monat gemeinsam anfangen können. Roland und ich machen das fix schon, weil wir halt jetzt... Man setzt sich dann irgendwann einmal in einem von diesen Videos, setzen sich ein Datum ab, dann mache ich es. Und ich habe damit... Ich glaube, ich habe angefangen ich habe es reingeschrieben mit 4.8. oder was. Das ist der Montag dann, wo es dann einfach losgeht. Und ich will dann einfach wirklich... dem folgen und das ist dann halt einfach wieder der nächste Schritt in so, boom, jetzt geht's los mit E-Game-Player werden, genauso wie es beschreibt. Worum geht es jetzt, diese Structure, die viele vermissen im Grindhouse und auch die Accountability towards also es fehlt irrsinnig viel Structure. Glaube ich ganz klar zu euch gesagt haben, ist ICM und Endgame sind die crucial Spots, wo das meiste Geld liegt. Und dann verstehe ich zum Beispiel nicht, wenn der Mario sehr viel Zeit und Energie investiert in Zoom und 100 BB und Deep-Stack Poker, weil er ganz klare, immense Leaks hat in ICM, Open Shoving und Reshoving. Und das große Problem ist, dadurch, dass der Mario einer der besten Spieler in der Gruppe ist und auch eine gewisse Leader-Position hat, folgen ihm meiner Meinung nach alle oder zumindest zu viel. Aber das finde ich gar nicht so arg, muss ich sagen. Also seit wir hier sind, hat das schon jeder sehr individuell gestalten können. Also ich muss sagen, im Grindhouse in Steiermark war es schon noch viel gruppendynamischer mit den Pre-Flop-Spots, aber da war es halt auch so, da haben wir halt alle am Pre-Flop-Game gearbeitet und das haben wir halt auch gut in der Gruppe machen können. Aber die E-Game Masterclass, das liegt halt jetzt an jedem selbst, was er macht. Also, dass er es macht und was er macht. Und seit dem Grindhouse hier, ja, Hand-Analysis mache ich schon gerne mit Roland, mit Mario, weil ich halt ihre Meinung gern habe. Ja, also das sehe ich gar nicht so arg, dass wir uns an Mario hängen, muss ich sagen. Okay. Ich muss selber, also da muss man sich natürlich selber an der Nase packen, weil ICM-Spots und Endgame-Spots sind halt schon schwer zu studieren auch. Aber der Roli hat da zum Beispiel ist da sicher ein guter Coach, sag ich mal. Weil er da viel macht. Unser Endboss, nicht wahr? Wie ist es eigentlich für dich, Rolli, wo jetzt eigentlich kein besserer Spieler da im Grindhouse ist, und du bist es ja auch gewöhnt, weil du alleine wohnst in Tirol und seit Jahren eigentlich als Pokerprofi oder zumindest seit einigen Monaten. Wie gehst du das an? Weil im Endeffekt, wenn du weißt, wie du dein Game progressst, ohne dass jetzt ein besserer Spieler dabei ist und die Input gibt, können sie alle anderen auch autonom schaffen. Ja, ich denke, dadurch, dass ich halt schon auch immer das allein mache, habe ich da schon ein bisschen einen Vorteil. Aber ich würde schon auch zum Beispiel mit Feder Hände geschickt. Allein geht es halt nicht. Ich habe ewig lang gebraucht, allein. Und ich glaube, in der Gruppe ist es immer besser. Also, das nur auf allein aufziehen, das geht halt nicht, denke ich. Hast du das Gefühl, dass du halt zum einen Mehrwert davon hast? Weil meistens ist es halt so, dass wir dich nach Sachen fragen. Ja, aber auch einfach, wenn es mich fragt, das bringt mir das generell auch sehr viel, weil ich muss ja auch durchdenken im Spot und das versuchen zu erklären. Also, das bringt für mich auch extrem viel. Gruppe ist auf jeden Fall immer besser. Ja, was sind eure Ziele für nächstes Monat oder wie würdet ihr das letzte Monat analysieren und feedbacken euch selber? Der Progress war schon ziemlich gut für das eine Monat. Also, wenn das so weitergeht, bin schon zufrieden, wenn ich so viel Progress wie das Monat zusammenbringe fürs nächste Monat. Ist das schon ziemlich geil. Also, Pre-Flop haben wir ziemlich viel weitergebracht, würde ich jetzt einmal sagen. Pre-Flop ist ziemlich halt gefixt. Gesolved mit dem Range früher. Aber so Post-Flop-Spots sind halt schon tricky, weil wie startest du das? Wir haben es halt, also ich persönlich habe es halt so angegangen, dass ich mal geschaut habe, okay, ich schaue mir halt das Video auf Pokercode an und dann schaue ich vielleicht, dass ich ein paar GTO-Spots mache. Das war's. Wenn ich dann halt Fragen hatte, habe ich versucht, irgendwo eine Lösung herzubekommen. Warum und welche Muster oder warum bettet man das groß, warum bettet man das klein? Ich glaube, was wir viel gemacht haben jetzt im ersten Monat ist auch so
weißt, keiner von uns hat wirklich einen Poker-Tracker installiert gehabt. Wir hatten die Tools, aber wir haben es halt nicht verwendet. Und jetzt haben wir das alles einmal im ersten Monat so aus dem Weg geschafft. Jetzt hat jeder einen Poker-Tracker, es lädt jeder alles seine Hände runter und so weiter. So, wenn er 2 Leute hernimmt und der eine nimmt 40 Stunden die Woche her oder 20 Stunden die Woche zum Studyen und 10 Stunden zum Grinden und der andere macht das genau umgekehrt, dann wird der eine, der das doppelte studied, was er spielt, wird innerhalb von einem Jahr ganz woanders sein, wie der doppelt so viel grindet als der andere. Der Grinder wird auf seinen 2 WP bleiben. Ja, aber wenn das dein Weg ist, dann mach das so. Aber ich will halt grinden. Das ist ja Prioritätensache, aber ist halt, in der Fuchsel, ja. Ist halt, ja dann mach's. Okay, ja, aber Pokern. ich persönlich kann das sagen, und das meine ich voll ernst, ob ich jetzt 5 Jahre brauche, um richtig guter Pokerspieler zu werden, oder 2, ist mir scheißegal. Ja, aber spielst du jetzt 5 Jahre mit 20 ABI oder spielst... Flotsch, ich mach genug Geld, das mir taugt, und es ist also ab wann, wo ziehst du die Grenze? Pokerprofis werden nicht Genau, mein Ziel ist, was und ist es nie, vom Poker zu leben. Ich möchte... das ist ein Unterschied. Also, du bist nicht vom Poker leben. Flo's Ambition ist es nicht, meine ist zum Beispiel schon. Das ist ein Traum zumindest, das ist ein neues Ziel. Pokercode taugt mir zu arbeiten. Wieso sollte ich das jetzt aufgeben, um Pokerprofi zu sein? Und mir macht es nichts. Von mir aus... Dein Ziel ist es nicht, vom Poker zu leben? Nicht unbedingt, nein. Okay. Also es ist so, okay, mir wird es voll taugen, wenn ich 30 Stunden in der Woche für Pokercode arbeite und den Rest grind, und dann wird sich ein gutes Leben ausgehen für mich. Ob ich jetzt 5 Jahre dafür brauche, ein guter Pokerspieler zu werden und nebenbei mein Geld durch Pokercode und Fußball mache, dann dauert es halt 5 Jahre. Mein Ziel ist Also auch halt, mit Pokern so viel Geld machen wie möglich. Ja, es ist halt Ich finde es halt, ich find's halt genau. geil, einfach irgendwann einmal mit Freunden einfach oder mit der Gruppe, die da jetzt sitzt, halt einfach einmal durch die Welt reisen und Pokerturniere mitzunehmen. Dann grind ich halt in der Zeit, in der ich Zeit habe, grind ich noch immer 2K rein im Monat auf Winter Day im Primetime. Ist halt so. Whatever. Ja, ist eine Ansichtssache. Ist halt, der Martinho, von dem weiß ich, der will halt in 2 Jahren vom Poker leben. Und du wahrscheinlich auch in den Jahren. Ist ja auch geil, oder? Ende des Jahres reich sein, oder was ist mein Ziel? 50k. Ja, dass ich sehe, Ja, mach weiter. ich sehe Poker einfach, ja, eine Opportunity. Poker ist halt einfach etwas, wo ich glaube, das ist etwas, was mir einfach Spaß macht, das fast jeden Tag zu machen, damit Geld zu machen, und ich glaube, das ist so mein Goal im Leben, einfach etwas täglich zu machen, was mir Spaß macht. Ich kann damit Geld machen, ich möchte gut davon leben, und ja, das sehe ich halt im Poker. Deswegen möchte ich halt, ist halt ein Traum von mir, halt Pro zu Ja, sein. ist ja auch voll okay. Weil Das ich Ding ist halt, möchte halt keinen Hocken haben, wo ich halt sage, okay, da stehe ich auf und ich ja, hab's es halt, taugt mir nicht zu Bier. Alter, schon wieder gauscht, Ich ich mache gib's halt, dir dass nicht, ich Alter. überlebe, weißt du? Ich mache halt, dass ich überlebe. Prost. Ich möchte halt Spaß dabei haben. Und das sagt mich halt jeden Tag machen. ja. Hat das uns beide gegenseitig nicht in die Augen Das ist ja, glaube ich, das ultimative Goal eines Menschen, jeden Tag das zu machen, was einem Spaß macht, und das sehe ich halt Tust du Poker. dein Bestes, um dorthin zu kommen, oder bist du schon am besten Weg dorthin? Oder Es bist wird du schon immer da? besser, ich tue immer mehr dafür, aber es ist noch großer Spielraum nach oben. Auf jeden Fall. Und wo siehst du den Spielraum, dass der am größten ist? Und wie Ich willst könnte du das jetzt im ändern? Grindhouse zum Beispiel wirklich, wenn ich aufstehe, frühstücken und dann gleich stundenlang Content machen, mache ich aber noch nicht. Kürzer schlafen. Kürzer. Ja, vielleicht kürzer Und schlafen. warum nicht? Gute Frage. Weil ich Ein fauler Warum voll bin. nimmst du das, wenn ich dich das fragen darf, warum nimmst du um 12 Uhr das $5 Pferdl-Turnier noch mit, anstatt einfach so, ich bin das jetzt war einmal der Fall. Das war $5 einmal der Fall. Das war einmal der Fall. Nein, das war nicht. Also Ich schwör's, das war ein ich seh's maximal nicht so. 2 Mal der Fall, wirklich. Also das war einfach nur. Anstatt dass du sagst, so passt, ich beende meine Session, dass ich morgen fit bin und Achso, du meinst, um 1 Uhr ist das Daily Main 5 noch Break, meinst du sowas? sowas, das finde ich urwayne persönlich. Weil das Ich hab so ein Schedule das hat gebaut, 25 das, Cent, das hat 25, Entschuldigung, aber ich sage, ich bin eine sehr, sehr ehrliche Person, das hat 25 Cent TV. Also. Ich finde es halt wichtig, dass wenn wir uns diese Fragen stellen, was tue ich, um besser zu werden, was tue ich, um eben, ihr scheint ja alle recht klare Ziele zu haben, was tue ich nächstes Monat, um dahin zu kommen, was tue ich letztes Monat, um dahin zu kommen. Wir feedbacken uns jetzt auf ein bisschen einen längeren Zeitraum, das kann man auch nochmal extenden um ein Jahr, aber man kann sich zum Beispiel auch für den heutigen Tag denken oder man kann sich auch für den jetzigen Moment denken. Und
wenn der Martini der Meinung ist, in dem Moment, dass es jetzt das $5-Fell-Turnier Late to Dragon wegen 30 Cent EV das Beste ist, weil das die maximale Decision ist, die er machen kann, um seinem Ziel näher zu kommen, Pokerprofi zu werden, dann ist es ja okay. Du könntest ihm zum Beispiel feedbacken, dass es deiner Meinung nach vielleicht nicht die beste Entscheidung ist, aber dann hast du ihm das auch genauso kommuniziert und er nimmt das vielleicht an, vielleicht auch nicht, aber er trifft die Entscheidung trotzdem selber. Das fände ich zum Beispiel produktiver in dem Fall. Und außerdem, was wir auch agreed haben, ist, man muss nicht und man kann nicht jeden Tag 24 Stunden 100% immer nur auf das eine und wichtigste Ziel hinarbeiten. Man muss sich halt auch einmal Timeouts gönnen oder an Phasen, wo man halt nicht so produktiv ist und nicht an seine maximale Benchmark kommt. Ja. Wo man halt nach dem Training, anstatt dass man vielleicht noch Sprints macht, um schneller zu werden, weil man eigentlich langsam ist, halt noch ein paar Freistöße reinhaut. Ja, vielleicht wäre es geiler, ich mache Sprints. Wenn ich mehr Bock auf Freistöße habe, dann mache ich halt Freistöße. Ja. Und in dem Fall grind ich halt das $5, vielleicht mit Mario neben mir und diskutiere mit ihm die Hände währenddessen. Wenn ich Spaß dran habe, wenn das der richtige Approach jetzt gerade für die nächsten 2 Stunden ist, ist es auch fein. Nur ich finde, wenn es dann jeden Tag so ist, dass ich halt das $5-Feld mitnehme, wo ich keine Ahnung habe, was ich 10 BP jammen soll, MP bis Button, ja, dann sollten meine Freunde halt wirklich irgendwann beginnen, mich wirklich zu aber das ist halt auch der unterschiedliche Approach, meiner Meinung nach. Voll happy eigentlich mit Dr. Grant, mit Dr. alles und genauso habe ich mir das vorgestellt. Ich habe durchaus einige Stunden verblasen, also einige zig Stunden verblasen, wo ich zu lang geschlafen habe oder ins Handy geschaut habe oder was weiß ich oder Bodenkampf mit Rolle. Ja, aber ich dachte mir, dass das so ein Common Goal ist von allen, dass wir besser werden. Wenn du mich fragst, bist du besser geworden, würde ich dir zu 100% ja sagen. Also es ist ja auch so. Also ich bin in meinem Pre-Flop-Game so gefestigt wie noch nie. Ja. Also es ist halt so. Da ist schon mal ein Progress da, den ich mir allein nie zutraut. Oder das hätte ich halt einfach allein nie geschafft. Ich kann da die Ranges auswendig aufsagen wahrscheinlich. Oder so gut wie auswendig. Jetzt nicht mehr, glaube ich. Whatever. Aber das war halt so... Aber wir haben uns trotzdem als Gruppe so, Alter, wir müssen uns das schon vor Augen führen. Wir haben da eine Opportunity und das sind nur 2 Monate und in diesen 2 Monaten beißen wir fucking rein. So. Ja, natürlich, aber das muss ja trotzdem jeder in seinem Ding. Also da ja, schon. Ich weiß gar nicht, warum ich die ganze Zeit zurückrede, aber trotzdem ist halt so ein Gruppending. So. Ja, absolut. Ja, aber das Gruppending ist, dass wir ja besser werden. Da sind wir uns ja einig. Aber wir sind ja alle schon besser geworden in dem einen Monat. Ja. Also, das Gruppending ist... Das ist so lustig, wie man automatisch und so, ja, ich stimme euch jetzt zu 100%, das ist immer so lustig, wie in so einer Gruppe immer dieses... Nee, das ist eh normal. Aber trotzdem dieses... Jeder wie er meint. Dieses, wenn du halt meinst, wir sollten halt alle voll auf Poker, also so... Oder zumindest einen 5-Stunden-Abschnitt am Tag, der dafür dedicated ist. 5 Stunden aus dem Tag, glaube ich, schaffen wir uns alle rauszunehmen. In der Konversation, die wir gerade führen, merke ich gerade selber, dass ich halt einfach... wenn ich jetzt vergleiche mein Goal und das, was ich dafür tue, dass es halt viel zu wenig ist, merke ich halt jetzt selber, wenn wir darüber reden. Also ich muss halt viel konsequenter sein. Also wie gesagt, wenn ich halt aufstehe und bin ich nicht mehr leicht müde und frühstücke, dann setze ich mich aus, bin mal eine halbe Stunde am Handy. Ich investiere die Zeit viel zu ineffektiv. Also das merke ich halt selber, wenn wir so darüber reden. Ich habe mein Goal und wenn ich halt vergleiche, was müsste ich dafür tun, mache ich zu wenig. Also das muss ich sicher ändern. Ist halt leider dem geschuldet, dass ich sicher faul bin in vielen Aspekten. War ich sowohl beim Studium als auch jetzt bei dem. Also muss ich sicher viel mehr tun. Ja, persönlich von dem, was du erreichen wolltest, wie viel hat jeder selber? Roli. Persönlich. Wie viel von dem, was du machen hättest können, hast du dann wirklich umgesetzt? Wie viel von deinem Goal Ich sehe dich den ganzen Tag vor HRC. Also vielleicht 70-80%. 70-80. Nehme 60, 50, 60. 40%. Ich sehe mich bei maximal 50% zum Beispiel von dem, was ich hätte machen können, zu dem, was ich wirklich gemacht habe. Und ich sehe mich zum Beispiel bei durchaus 70%. Fabi, wie viel Potenzial von dem, was du erreichen wolltest, hast du erreicht? Im ersten Monat? Und glaubst du, das war dein Ziel, da wolltest du hin? Und wie viel von dem hast du wirklich gemacht und erreicht? Von Weiterbringen, von Content, Wissen, Skill? Ja, ich weiß nicht. Ich habe gewusst, dass ich mir nicht was sagt. Was? Pipapo, also.
50-60%. Das weitergebracht, haben wir gesehen, was möglich ist, was in mir steckt. Wenn das nicht so ist, dann war es wirklich pumped von allen Seiten. Dann war es ein huge Blunder, weil wir stecken große Ressourcen rein, ihr steckt große Ressourcen rein, so viel Zeit, so viel Energie. Ja, wenn das dann quasi für die Fisch war oder für 30%, dann wäre es mega schade. Und das ist das Schlimmste, was mir passieren kann. Wenn ihr wirklich eigentlich unzufrieden seid nach den 2 Monaten mit euch selber. Ja, das ist das, was mir wichtig ist in der Hinsicht. Und das sollte euch auch wichtig sein. Natürlich, muss alles von euch innerlich sein und ihr dürft halt nicht scheu sein, euch zu exposen. Gegenüber der Gruppe, Pokercode-Community, mir gegenüber, dem Fehler gegenüber, alle Fragen, Uncertainties, die ihr habt, permanent zu kommunizieren, um weiterzukommen, zu progressen.